Was soll der Quatsch? Kannst du mal Klartext reden? Coco, kann es sein, dass du... Ich meine... Nimmst du Drogen? Du würdest dich von Dad scheiden lassen? Wenn ich mich wieder verliebe? Ja. Drogen? Na klar nehme ich Drogen. Extrem scharfe Liebespillen. Was meinst du, warum ich die Finger nicht von dir lassen kann? Coco, das ist nicht witzig. Ich meine das ernst. Was hast du denn auf einmal? Ja, du bist völlig anders als vorher. Mal bist du total aufgedreht, dann wieder total anlehnungsbedürftig. Jana, und? Bei Jana war das genauso, als sie auf Ecstasy war. Was hast du dir da vorhin eingeschmissen? Das ist nicht fair. Du lässt nicht nur Dad im Stich, ich bleib auch auf der Strecke. Jetzt mach dir mal keine Gedanken, niemand lässt dich allein. Wir reden hier von der Zukunft, falls ich mich wieder verlieben sollte. Das passiert mal schneller, als man denkt. Dazu müsste ich doch erstmal die richtige Frau kennenlernen. Und selbst dann würde ich mich nicht Hals über Kopf von deinem Vater scheiden lassen. Das sagst du nur, um mich zu beruhigen. In Wirklichkeit kannst du es doch gar nicht abwarten, Dad und mich loszuwerden. Vanessa, das stimmt nicht und das weißt du auch. Mann, du denkst immer nur an dich. Und das nach allem, was Dad für dich getan hat. Vanessa. Lass mich! Du bist eine egoistische Verräterin. Vorsicht, bitte. Ach, Jana, machst du mir bitte noch einen Cappuccino? Extra stark? Oh, sieht man mir das an? Hey, da sitzt ja inzwischen jeder Handgriff. Als hättest du nie was anderes gemacht. Darf ich dir als erfahrene Barder einen Tipp geben? Mach heute mal früher Feierabend. Ach, ja, davor lädt noch ein Berg von Unterlagen. Na dann. Danke. Hier, hast du den schon gelesen? Aha. Graf Lahnstein zieht wohl offenbar einen Schlussstrich. Wären wir bloß früher aus diesem Projekt ausgestiegen. Dann ging es Brandnerbau noch gut und wir müssen nicht händeringend neue Aufträge an Land ziehen. Naja, aber jetzt ist erstmal das No Limits an der Reihe. Mein Termin mit dem Steuerberater steht ins Haus. Du, die Unterlagen kann doch ich vorbereiten. Ich habe Pension und Kneipe schon lange genug vernachlässigt. Wofür hast du mich denn angestellt? Du hast doch mit Brandnerbau genug um die Ohren. Außerdem wäre es vielleicht auch gut, wenn du dir mal wieder etwas Zeit für dich nimmst. Ja, irgendwann. Ich will schon seit einiger Zeit die neue Wellness-Oase ausprobieren. Wie wär's, wenn wir beide uns da heute Nachmittag ein bisschen verwöhnen lassen? Ach, Charlie, Lust hätte ich schon. Ja, dann nimm dir auch die Zeit und ich spendiere uns ein paar schöne Stunden. Charlie, ich... Nein, nein, kein Aber. Ich habe mich noch gar nicht ausreichend für eure tolle Gastfreundschaft bedankt. Du lässt mir ja keine andere Wahl. Nein? Das ist mir egal. Und richten Sie Frau Jones bitte aus, dass ich später in die Holding komme. Danke. Termine verschoben? Ich finde es echt bewundernswert, wie ruhig du geblieben bist. Ich an deiner Stelle hätte Vanessa sehr deutlich gemacht, dass sie zu weit geht. Sie macht gerade eine harte Zeit durch. Ihr Vater sitzt im Gefängnis. Du hast eine Menge für Bernd getan. Außerdem basiert eure Ehe auf einer ganz klaren Abmachung. Ja. Nur leider wusste Vanessa nichts davon. Sie fühlt sich natürlich verraten. Sie hat Angst um ihren Vater. Aber ich will ihr auch nichts mehr vormachen. Oder ihr irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann. Und will. Niemand kann von dir verlangen, eine Scheinehe aufrechtzuerhalten. Vanessa ist alt genug, um das zu kapieren. Ich habe aus Hannas Tod was gelernt. Sollte ich mich noch mal verlieben, dann werde ich offen zu dieser Liebe stehen. Ich wollte es lange nicht wahrhaben. Aber auch mein Leben geht weiter. Du brauchst deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben. Schon gar nicht Vanessa gegenüber.
euch nicht stören. Du störst doch nicht. Ich wollte sowieso gleich noch einen Kaffee mit dir trinken. Dafür nehme ich mir doch gerne Zeit. Wie gesagt, wenn du mich fragst, tust du Vanessa sogar einen Gefallen. Ja, andere stehen mit Anfang 20 längst auf eigenen Füßen. Also Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, aber ich finde, Vanessa muss allmählich lernen, die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Schach. Hey, wo willst du hin? Du kannst nicht einfach so Du abhauen. hast mir keine Antwort gegeben. Weißt du, Coco, ich mache mir einfach verdammt nochmal Sorgen. Von Jana hätte auch niemand gedacht, dass sie Drogen nimmt. Ich bin aber nicht deine kleine Schwester. Ja, aber du warst mit dem Dealer zusammen. Also erzähl mir bloß nicht, du hast nie was eingeworfen. Ihr findet doch auch, dass sich Coco irgendwie verändert hat, oder? Ja, schon, aber es ist... Hier, solltest du mal testen. Macht echt locker. Was ist das denn? Ja, der Stoff, den ich mir eben eingeworfen habe. Johannes gerade aus der Apotheke. Was ist? Glaubst du mir nicht? Du kannst mir viel erzählen. Aber ich bin keine alte Frau, der mal den Hund abluchsen kann, Coco. Du kannst mir nicht mehr vertrauen? Wer hat dir den Wen wochenlang verarscht und sich die ganze Zeit als Kevin an mich rangemacht, hä? Hallo? Du bist schon zu Hause? Ja, die Präsentationsmappe kann ich auch hier zusammenstellen. Wie war dein Tag? Oh, arbeitsreich, aber hier, den ganzen Ordner erledigt. Ah, ich danke dir. Ich würde eher sagen, der Ordner hat dich erledigt. Ja, wenn ich dich nicht hätte. Müsstest du im Büro Spätschichten machen und dich über einen leeren Kühlschrank ärgern. Oh, an die Milch habe ich gedacht. Wie versprochen. Ah, sag mal, musst du mich schon packen? Oh, ja, ja, stimmt. Hast du noch was vor? Ja, ich will in das neue Wellnesscenter. Charlie hat mich überredet, Sie zu begleiten. Ausgerechnet heute? Wieso? Ich habe für später einen Termin vereinbart mit Herrn Tillmann. Den Baufinanzier. Ja, er hat uns ein größeres Projekt in Aussicht gestellt. Zuvor wollte er sich allerdings ein Bild von der Firma machen und auch dich kennenlernen. Moment. Ich finde, die beste aller Tanten und auch Ehefrauen hat sich heute mal einen freien Nachmittag verdient. Ja, das ist richtig. Aber ein Auftrag für Brandner Bau, das wäre lebenswichtig. Arno hat recht. Ich werde Charlie absagen. Gut gehen lassen kann ich es mir auch, wenn wir den Auftrag in der Tasche haben. Tja, Süchtige streiten immer alles ab. Wo hast denn das her? Aus einer Talkshow? Jetzt kommt man wieder Coco, du hast totale Stimmungsschwankungen, du hast Schlafstörungen, also erzähl mir nicht, dass du kein Problem hast. Ist ja alles ganz logisch. Coco war mal mit Kevin zusammen, Coco belügt alte Omis, also schlug Coco auch bunte Pillen. Genauso hätte Jana auch reagiert, haargenauso. Denk doch mal an meinen Job. Was ist denn mit deinem Job? Ich schlage mir ständig die Nächte um die Ohren, deshalb habe ich Schlafstörungen. Ja, und was ist mit deinen plötzlichen Kuschelattacken? Hm? Mein Gott, wir haben uns ein paar Monate lang nicht gesehen. Und in ein paar Tagen fliegst du zurück nach Mexiko. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass du zwischendurch mal nach Hause kommst. Vor deiner Abreise hättest du mich gerne etwas anhänglicher gehabt. Bist du auf? Was? Du bist doch sowieso schon matt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch einen wichtigen Termin mit Vanessa. Ja, hast recht, ich muss auch noch was erledigen. Ehrlich, ich habe mit Drogen nichts am Hut. Ich freue mich, dass du in Düsseldorf geblieben bist. Ich auch. Vor mir müsst ihr euch nicht verstellen. Tschüss. Einen Moment, ich will was klarstellen. Ich bin verabredet. Es dauert auch nur einen Augenblick, bitte komm mit. Vanessa, du und Bernd, ihr könnt immer auf mich zählen. Und ich werde alles tun, damit seine Unschuld bewiesen wird. Davon merke ich aber nicht viel. Ich weiß doch, dass es dir nicht nur um Bernd geht. Du hast dich nach einer echten Familie gesehnt. Das kann ich dir leider nicht bieten. Aber ich dachte, wir sind Freundinnen. Sind wir das? Überleg doch mal, was wir alle schon durchgemacht haben. Die Entführung, jetzt die Sorgen um Bernd. Du verlierst mich doch nicht nur, weil wir irgendwann nicht mehr zusammen wohnen werden. Du bist erwachsen. Es wird Zeit für dich, dein eigenes Leben zu leben. Du musst selbst Verantwortung übernehmen. Bist du endlich fertig? Dann kann ich ja gehen. Ich glaube dir nämlich kein Wort mehr. Ich hatte
einfach das Gefühl, dass du nicht offen zu mir bist. Janas Ecstasy-Trips haben dich wohl ziemlich geschockt, was? Ja, die wäre beinahe richtig übel abgerutscht. Sie hat sich ja noch mal gefangen. Zum Glück. Aber du warst auch nicht schlecht. So in Rekordzeit runter von deinen Beruhigungspillen direkt wieder auf 180. Du bist aber auch ganz schön fies geworden. Es tut mir leid. So, jetzt kann ich aber endlich in die Unibibliothek, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Tschüss. Also ganz Unrecht hattest du mit deinen Beobachtungen nicht. Wie heißt das, du hast Nein, keine Panik, nichts Ernstes. Mir ist momentan nur manchmal etwas schwummrig. Lass dich doch mal von dem Arzt durchchecken. Ja, Papi. Nimm du lieber eine davon. Oh, ich meine das ernst, Coco. Ich weiß. Bis später. Tschüss. Ciao. Scheiße. Elisabeth noch im Bad? Sie zieht sich nur noch die Schuhe an. Das ist sehr gut. Wir müssen uns nämlich sputen. Ein Herrn Tillmann lässt man nicht warten. Also ich finde, mit Elisabeth hat Brandnerbau einen echten Glücksfang gemacht. Du stehst ja heute sehr auf deine Tante. Ich merke einfach, wie sie sich für Brandnerbau ins Zeug legt. Ja, das tut sie wirklich. Und dabei war sie mal ihre eigene Chefin. Und ich glaube auch, dass die Kosmetikbranche ihr mehr Spaß gemacht hat. Ach, weißt du, Elisabeth ist Geschäftsfrau mit Leib und Seele. Das spielt keine große Rolle, ob sie Make-up oder Bauleistung verkauft. Gemeinsam jedenfalls werden wir Brandner Bau aus der Krise führen. So. Na, der schon genug über mich gelästert? Ja. Doch. Privat oder geschäftlich? Oh, beides selbstverständlich. Hier, das muss noch mit. Ah, danke. Oh, ja, ne? Ja. Hey, Coco. Alles klar? Warte mal ganz kurz. Viel Erfolg. Ja, danke. Coco? Was ist los? Als wir im Bunker eingeschlossen waren, konnte ich die Pille nicht nehmen. Und als Robin dann aus Mexiko gekommen ist, hättet ihr anders verhüten müssen. Eben. Aber ich habe mich so auf ihn gefreut. Ich habe es voll verpennt. Weiß Robin schon Bescheid? Nein, ich habe es selbst gerade erst bemerkt. Kann ich irgendwas für dich tun oder soll ich vorbeikommen? Das ist echt lieb. Das kann echt nicht wahr sein. Ein Kind ist das allerletzte, was Robin und ich im Moment gebrauchen können. Robin? Coco? Nein. Was ist los? Jana, ich muss Schluss machen. Ciao. Tschüss. Schleichst du dich ja eigentlich so rein, hä? Tut mir leid, ich wollte nicht zuhören. Bist du echt schwanger? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Wie kommst du überhaupt drauf? Mir ist dauernd schwindelig und ich habe nicht verhütet. Übelkeit. Gerade jetzt ist mir kotzübel. Ja, das muss doch lange noch nichts bedeuten. Mach doch erstmal so einen Test. Am besten sofort, bevor du dich hier noch völlig verrückt machst. Noch haben die Apotheken offen. Ja, sicher. Hey. Soll ich mitkommen? Bitte. Allein kriege ich das jetzt echt nicht hin. Carla will sich von Dad scheiden lassen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sie denkt zumindest drüber nach. Was soll denn dann aus mir werden? Dad sitzt im Gefängnis, ich wäre ganz allein. Vanessa, sollen die beiden deswegen ihre Scheinehe weiterführen? Ja, Ich wusste gar nicht, dass du so hilflos und unselbstständig bist. Bei anderen Gelegenheiten warst du ganz schön abgebrüht. Vanessa, wie geht's Ihrem Vater? den Umständen entsprechend. Frau Schneider, mein Vater ist unschuldig. Davon bin ich überzeugt. Bestimmt hat Tanja von Anstetten... Ja! Charlie, bitte. Bin ja schon weg. Vanessa, du stehst mitten im Leben. Siehst gut aus, bist intelligent, jedenfalls normalerweise.
Deine Zukunft liegt in deiner Hand, also mach was daraus. Denk doch mal an Coco, Andy und Robin. Die haben auch keinen reichen Vater, der hinter ihnen steht. Und sie haben ihr Leben auch im Griff. Ich bin nicht hier, um mir von dir eine Predigt anzuhören. Sag mir einfach klipp und klar, ob Carla sich so einfach von meinem Vater scheiden lassen kann, wo er jetzt wehrlos im Gefängnis sitzt. Ja, gerade deswegen. Was? Wenn ein Partner inhaftiert ist, kann der andere einen Härtefall geltend machen. Das bedeutet schnelle Scheidung ohne Trennungsjahr. Ich entschuldige mich. Na, was hältst du von Tillmanns Vorschlag? Das Projekt ist größer, als wir gedacht haben. Ja, ich halte es auch für vielversprechend. Diese Reihenhaussiedlung kommt genau im richtigen Moment, um Brandner Bau wieder auf die Füße zu helfen. Meinst du nicht, die Sache ist eine Nummer zu groß für uns? Wir waren uns doch einig, dass Brandner Bau sich erst wieder konsolidieren muss. Ja, aber gerade dafür bietet doch dieser Auftrag die idealen Voraussetzungen. Na, das sehe ich anders. Elisabeth, in all den Jahren hat Brandner Bau endlich wieder ein gewisses Auftragsniveau erreicht. Wollen wir uns jetzt plötzlich mit Privatgaragen und Wintergärten über Wasser halten? Wir finden auch andere Aufträge. Aber wie lange willst du darauf warten? Zugegeben, das Kongresszentrum hat uns eine Menge Geld gekostet. Aber auch eine Menge Erfahrung gebracht. Elisabeth, wir werden diese Reihenhaussiedlung schaffen. Ja, natürlich. Hat's Ihnen geschmeckt? Ja, gut. Es ist mir etwas unangenehm. Die Qualität der Speisen hat leider etwas gelitten, seit Frau Schneider nicht mehr bei uns ist. Arno, gerade aufgrund der gemachten Erfahrung, wir sollten uns nicht erneut übernehmen. Wir haben keinerlei Rücklagen mehr. Und, haben Sie die kleine Beratungspause genutzt? Ja, der Umfang Ihres Auftrags bereitet uns keinerlei Sorgen. Wir haben schon größere Projekte durchgeführt. Ja, Brandner Bau ist interessiert. Ein paar Fragen sind offen, aber die werden wir klären. So, gleich weißt du mehr. Warten Sie! Ich habe doch bezahlt. Aber den Test vergessen. Oh Mann, ich bin im Moment wirklich total daneben. Dankeschön. Alles Gute Ihnen beiden. Ja, gleichfalls. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich habe mich heute Mittag echt daneben benommen. Ich habe überhaupt kein Recht, mich in deine Angelegenheiten einzumischen. Ich kann von dir nicht erwarten, dass du dein Leben nach Dad und mir richtest. Danke. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Ich wollte nur nicht, dass du mich vergisst, wenn ihr euch irgendwann scheiden lasst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich Bernd und dich im Stich lasse. Ich werde immer zu euch stehen. Ich weiß. Ich besorge mal eine Vase. Wir werden umgehend eine genaue Kalkulation erstellen. Sie hören in den nächsten Tagen von uns. Ich gehe davon aus, dass Sie den angekatzten Ruf Ihrer Firma im Preis berücksichtigen. Oh, die Probleme mit dem Kongresszentrum betrafen die Investoren. Dafür können Sie die Baufirma kaum verantwortlich machen. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Frau Brandner. Herr Tillmann? Du warst sehr schweigsam in der letzten Stunde. Clara, sticht das so viel Wert, wie du auf meine Meinung legst? Es wäre uns beiden bedeutend besser bekommen, wenn ich Charlie ins Wellness Center begleitet hätte. Sag mal, bist du beleidigt? Robin? Der ist wahrscheinlich noch in der Uni. Hey. Alles klar? Geht schon. Ich hätte wahrscheinlich an deiner Stelle auch totalen Bammel. Aber Robin kommt bestimmt gleich wieder. Dann fällt es dir sicher leichter. Er darf davon nichts erfahren. Wieso das denn nicht? Na, wenn ich wirklich schwanger bin, dann fliegt er doch niemals zurück nach Mexiko. Ich will nicht, dass er sich meinetwegen das Auslandssemester verbaut. Heißt das, du würdest das Kind bekommen? Du musst mir eins versprechen. Falls der Test positiv ist, kein Wort zu Robin, okay? Klar.
So, aber jetzt gehe ich wirklich ins Bad, bevor er wieder zurückkommt. Ja. Hey. Na komm. Es wird schon gut gehen. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns unter keinen Umständen auf dieses Projekt einlassen. Wenn wir Brandnerbau wieder auf die Füße bringen wollen, dann brauchen wir genau ein solches Projekt. Und wir müssen bereit sein, Risiken einzugehen. Hast du nichts gelernt aus dem Fiasko beim Kongresszentrum? Risiken dieser Größenordnung sind für Brandnerbau nicht kalkulierbar. Das ist Unsinn. Betriebswirtschaftlich ist meine Entscheidung grundvernünftig. Solche Art von Vernunft nenne ich falschen Ehrgeiz. Arno, früher haben wir doch auch ohne Großprojekte gut gelebt. Hast du nicht gerade von dem Herrn Tillmann gehört, wie es um den Ruf unserer Firma steht? Dagegen möchte ich etwas unternehmen. Ich tue seit Wochen nichts anderes. Aber durch Größenwahn polieren wir den Ruf unserer Firma gewiss nicht auf. Was du für Größenwahn hältst, nenne ich Weitsicht. Ich werde auf jeden Fall dieses Angebot annehmen. Bitte? Tu, was du nicht lassen kannst, aber dann ziehe ich meine Konsequenzen. Von jetzt an kannst du die Firma wieder ohne mich leiten. Bist du sicher, dass die Uhr richtig funktioniert? Ganz sicher. Soll ich? Bitte nicht. Und? Rot. Was heißt das? Ja, warte. Bin ich jetzt schwanger oder bin ich es nicht? Du bist schwanger? Und so geht es weiter. Stress mit Coco? Weil sie vielleicht schwanger ist. Hat sie vielleicht einen Aushang gemacht, den ich als einziger wieder nicht gesehen habe, oder was? Nein, sie hat mich angerufen, weil sie nicht weiter wusste. Willst du ihm denn alles sagen? Ich meine auch, dass du am Steuer gesessen hast. Du bist die Einzige, die davon weiß. Und so muss es auch bleiben.